Anaconda Dream. Hallo, ich bin Sophia. Ihr schaut Anaconda Dreams, den Snake-Blog für Dummies. Heute werden mein alter Schulfreund Lothar und ich euch erklären, wie man ein OSB-Terrarium zusammenbaut und furniert. Weiterhin werde ich euch erklären und zeigen natürlich, wie man die Elektrik einbaut. Dieser Blog geht eigentlich vom ersten Zusammenbauen des Terrariums bis hin zum Einbau und Einstellung der Elektrik, einschließlich Zeit und Kosten. Würde die Zeit von 15 Minuten sprengen. Darum zeige ich euch heute nur den ersten Teil, den Aufbau eben und das Furnieren. Da mein alter Schulfreund Lothar mir versprochen hat zu helfen, habe ich das OSB-Terrarium gleich zu ihm hinliefern lassen. Wir haben es dann bei ihm zusammengebaut, beziehungsweise das hat er ganz alleine zusammengebaut und er hat auch noch das Furnier drauf getan, selber. Also es war totaler Komfort für mich. Ich kam nach Bad Mergentheim und das Ding war gemacht. Und da zeige ich euch mal, beziehungsweise Lothar wird euch jetzt mal zeigen und er wird auch noch mal ein bisschen erzählen, was er da getan hat. Okay, ich bin jetzt hier bei meinem alten Schulfreund Lothar. Moment, ich halte jetzt auf Lothar. Das ist Lothar. Oh, das sieht aber vom Licht nicht so fantastisch aus. Das sieht nicht gut aus, also, Lothar. Jetzt nicht ich, aber die Beleuchtung. Die Beleuchtung ist scheiße. Ja, das gibt ja so einen Heiligenschein. Also, wir haben hier Lothar Lemp in seiner Wohnung, der eben voll handwerklich und voll künstlerisch begabt ist und voll geduldig ist. Und ich würde jetzt einfach nur von dem mal hören, die letzten Tage... Dauert es noch lange? Die letzten Tage, hast du es dir so kompliziert vorgestellt? Und wie hoch ist der Nervfaktor? Naja. Es ist immer noch November, es ist vom Hochsommer plötzlich zum tiefsten Winter geworden. Draußen schneit es. Ich bin hier jetzt richtig gut ausgestattet mit langen Unterhosen und allem. Und ich hoffe, dass wir jetzt während der Arbeit nicht erfrieren. Jetzt hat die ganze Nacht die Platte hier auf dem Furnier gelegen, um es schön platt zu drücken. Und jetzt bin ich gespannt, wenn wir es abheben, was dann zutage gefördert wird. Ja, liebe Terrarium-Fans und solche, die es werden wollen, noch ein Wort zu diesen OSB-Terrarien, die man dann praktisch bestellt. Die kommen natürlich nicht so komplett fertig zusammengebaut, sondern als Bausatz. Man darf sich aber nicht vorstellen, dass sich das so leicht zusammenbauen lässt wie ein Ikea-Schrank. Also ist es nichts mit Inbusschrauben reindrehen und so. Also es kommen halt die entsprechend zugesägten OSB-Platten. Die sind dann an einer Seite sind die vorgebohrt. So, das, was man hier sieht, die OSB-Platte, die gehört nicht zum Terrarium. Das ist eine Platte, um das Furnier zu befestigen, solange es draufgeleimt wird. Ich habe die angeschraubt, das ist jetzt zwar nicht die allerfeinste Art, die so zu befestigen, aber gut, dadurch kriegt man kleine Löcher, die man nachher wieder verspachteln kann. Ansonsten bräuchte man halt solche langen Schraubklemmen, um das da ordentlich drauf zu befestigen, weil das Furnier, solange der Leim weich ist, muss der ordentlich dran gepresst werden. Und da ich von diesen Schraubzwingen nur eine habe, habe ich diese Schraubenmethode gemacht. Ich mache jetzt mal noch die restlichen raus hier. Die Terrarien sind halt auch nichts für... Die sind halt keine optischen Leckerbissen, es ist einfach praktisch und funktioniert und wer das schöner haben will, muss es sich entweder selber schöner machen oder was Schöneres kaufen, was dann wesentlich teurer ist. Also dieses 1,50 x 60 x 60 hat so ungefähr 90 € gekostet. Anleitung ist sehr übersichtlich, man schraubt einfach diese Seitenteile drauf auf die Bodenplatte, setzt dann die Deckenplatte drauf, schraubt es rein, setzt die Rückwand ein und setzt dann noch die Front ein. Vielleicht wichtiger Hinweis, wenn man das einfach so reinschraubt, das hält nicht besonders gut. Also OSB-Platten, wenn man da so reinschraubt, vielleicht mal hier, wenn man das so reinschraubt, das ist halt spröde und wenn man die Schrauben ein bisschen mehr anzieht, drehen die sich sofort durch. Das hält einfach nicht viel. Wenn man dickere Schrauben nimmt, dann bricht es auf. Also es ist
einfach schlecht zu machen. Ich habe Folgendes gemacht, ich habe das verschraubt und verleimt. Dann hält es einigermaßen. Wer noch große Schraubklemmen hat, Schraubzwingen, der kann das zusätzlich noch beim Leimen verspannen, dass das dann richtig ordentlich zusammenhält. Sonst, was dann nur hält, wenn man nur diese Schrauben macht, hält es, glaube ich, nur dadurch zusammen, dass man dann diesen Fichtenholzrahmen noch hat. Da halten die Schrauben drin, aber der ganze Rest, da würde ich nicht drauf wetten, dass das nicht dann beim ersten Transport die Schlange samt Bodenplatte dann plötzlich auf dem Teppich sich wiederfindet. Genau, also wenn man das macht, muss man auch ein bisschen aufpassen, dass es dann auch bündig im Rand ist, das ist alles schon ein bisschen gefrickelt. Und dann am besten noch verleimen. Oder, andere Möglichkeit, so wäre es eigentlich auch gut gewesen, finde ich, wenn das so ausgeliefert worden wäre. Dann hätte man zwar hier einen kleinen Absatz gehabt, wenn hier eine Fichtenholz-Vierkantleiste gewesen wäre, die schon gut befestigt ist und dass man dann von der anderen Seite da reinschraubt, dann wäre da eine feste Kante gewesen, das wäre auch stabil gewesen. Aber hier OSB in die Kopfseite von der anderen USB-Platte schrauben, hält einfach nicht gut. Möglichst gucken, dass es ein bisschen gefrickelt ist. Vielleicht kann man da auch ein Brett anlegen beim Verschrauben, dass das dann relativ bündig ist. Also eher ein bisschen mehr, das kann man dann noch wegschleifen, dass man das bündig hat. Also jetzt gucken wir mal, wie die Furnierfläche, das ist die Rückseite. Wer das Ding an der Wand stehen hat, muss natürlich nicht unbedingt die Rückseite auch furnieren, aber wir haben das mal gemacht. Hier ist jetzt Zeitungspapier, das habe ich dazwischen gelegt, damit, wenn zwischendrin Leim rausquillt, es dann nicht gleich am Brett klebt. Sowas kann man noch wegschmirgeln. So, jetzt sehen wir hier, die Fuge ist eigentlich ganz ordentlich geworden, steht noch ein bisschen hoch, kann man dann aber wegschmirgeln. Wir haben einen Fehler gemacht, wir haben nämlich die Menge an Furnier, die wir gekauft haben, sehr knapp berechnet. Also das ist die Rückwand, sieht man wahrscheinlich nicht so viel von. Also hier habe ich richtig was noch anflicken müssen. Das waren Reststücke. An der Seite haben wir auch noch etwas unschöne Naht. Das ist beim Pressen ist das auch noch etwas verrutscht. Deswegen haben wir hier einen Spalt. Wir haben uns entschieden, da eine Messingleiste drauf zu schrauben. Dann fällt es nicht mehr so auf und sieht vielleicht sogar etwas edel aus. Und dann kann man das ein bisschen schnörkeln. Also es ist nicht völlig optimal, wenn man gleich auf die USB-Platte mit Holzleim klebt. Also ich habe einfach den Holzleim hier mit dem Zahnspachtel schön dick verstrichen. Habe das Furnier sogar ein bisschen angefeuchtet, weil dann dehnt es sich ein bisschen aus. Dann zieht sich später, wenn es trocken wieder etwas zusammen, dann gibt man etwas weniger Wellen. Es ist ganz leicht uneben, weil eben die USB-Platten an sich schon uneben sind. Wer es perfekt haben will, müsste die USB-Platten mit irgendwas verspachteln vorher. Das haben wir uns gespart. Ich denke mal, mit Schmirgeln kriegen wir das befriedigend glatt. Müssen wir die Kanten, die etwas überstehen, noch wegschleifen, schneiden. Ja, da könnt ihr euch im Internet schlau machen. Es gibt zum Furnieren noch andere Möglichkeiten. Es gibt Bügelfurniere, es gibt natürlich es ist Geschmacksfrage, ob einem dieses Holzimitat von DC Fix gefällt. Das kann man natürlich auch ziemlich unproblematisch um die Ecken kleben. Das ist der Vorteil von diesem Plastikfolien DC Fix Zeugs. Ja, das sind so die Möglichkeiten, um sich das schicker zu machen. Ja, man kann ja auch nicht alle Seiten auf einmal machen. Genau. Man macht dann ja immer erstmal eine Seite und das würde ich dann auch mal einen Tag trocknen lassen. Und dann, wenn man die Klemmen dann abmacht oder die Platten abschraubt, die man draufgeschraubt hat, dann halt immer vorsichtig die Kanten, wo es ein bisschen überstehen soll, möglichst, weil man kriegt es auch nicht hundertprozentig hin, dass man es genau passend schneidet und dass das dann auch nicht verrutscht. Also Kanten ruhig ein bisschen überstehen lassen, ein paar Millimeter. Ich mache das dann so, dass ich von oben eine stabile Leiste dann da dran lege und dann diese überstehende Kante von unten mit so mehreren Zügen dann vorsichtig wegschneidet. Also wenn man die dann hier wegsägt, bricht die ein, man muss irgendwie sehr vorsichtig machen.
Und es ist natürlich gut, wenn man Furnier bestellt, es gibt auch Furnier, was ein bisschen pflegeleichter ist, wälzt sich nicht so leicht mit irgendeiner Textilschicht oder Papierschicht hinten drauf. Das hält vielleicht dann auch besser. Was noch eine Möglichkeit ist, dass man sich dünne Buchensperrholzplatten besorgt und die draufklebt. Das sieht auch schon ein bisschen besser aus. Das könnte man auch dunkel beizen, wenn man will. Das sieht schöner aus als jetzt diese reine OSB-Fläche, wenn einem das nicht gefällt. Wer ganz faul ist, hängt einfach ein Deckchen drüber. Man kann es sich wahrscheinlich auch viel einfacher machen als wir. Ich wollte ja unbedingt, dass es zu meinem Schrank passt, deswegen hier diese rötliche Optik. Also hier haben wir nochmal die Front. Ja, es ist einigermaßen verarbeitet, wer aber Ansprüche hat. Also hier ist eine Macke, da ist einfach ein bisschen weggesplissen und diese Nute sind auch nicht, ouch, ich kriege schon Spreißel, sind auch nicht besonders sauber gefräst. Da kann man natürlich noch ein bisschen schmirgeln, aber es sieht nicht so super aus. Dann auch, genau, ja, hier oben, das geht noch, aber die untere Seite war auch nicht hundertprozentig bündig hier verschraubt. Da hat man dann auch eine Lücke, die muss man irgendwie dann kaschieren und füllen. Genau, ne, wenn es dann eingebaut ist im Terrarium, ist mir aufgefallen, auf der einen Seite war schon ein richtiger Spalt, wo ich mir auch noch überlege, dichte ich das mit Silikon ab oder ist das eine zusätzliche Belüftung? Schlicht und einfach, das muss ich mir dann nochmal überlegen. Outtakes. Achso, soll ich? Also Kanten ruhig ein bisschen überstehen lassen, ein paar Millimeter. Dann habe ich das so gemacht, ich habe... sorry, Kamera. Ich habe einen Haufen geschmissen.